Locomore. Locomore von Amore. Locomore sage ich immer, aber viele sagen auch einfach nur Locomore. Locomore. Ich bin eigentlich kein großer Freund von Anglizismen und habe deshalb mal Locomore gesagt. Ja. Kann man auch sagen. Jetzt haben wir aber schon verstanden, dass es Locomore ist. Ja, wir sind hier auf unserer Premierenfahrt, fahren nach Berlin und sind sehr gespannt, wie der Tag verläuft. Ich finde vor allen Dingen das großartig, dass wir diesen Start über ein Crowdfunding organisiert haben und möchte an der Stelle auch wirklich nochmal allen Unterstützern bis dato danken. Das sind über 1300 Personen jetzt, die uns da unterstützt haben in der unterschiedlichsten Form. Man sucht ja irgendwie immer nach alternativen Investmentmöglichkeiten und die Idee, hier diese Wagen aufzuarbeiten und überhaupt diesen Zug auf die Gleise zu stellen, finde ich einfach gut. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, als wir mit Cenex gestartet sind, dass wir jemals einen Zug finanzieren werden und war relativ beeindruckt, dass wir 250.000 € eingesammelt haben. Und wir jetzt heute hier stehen, da steht so ein orangener Zug und der fährt jetzt wirklich quasi zwischen Berlin und Stuttgart. Das beeindruckt mich schon sehr. Wir erreichen nun Berlin Zoologischer Garten. Und jetzt sind wir Der da Aufstieg ist in im Zoo Fahrtrichtung in links. Berlin. Und wir halten das erste Mal in der Bundeshauptstadt. Berlin Zoologischer Garten, please exit the train on the left-hand side. Ich glaube sogar, dass der Zug heute ein bisschen schöner und besser geworden ist, als ich damals gedacht habe. Ich finde ihn sehr gut. Ja, die sind die alten IC-Wagen, 2. Klasse früher in der IC-Zeit. Haben sehr gut aufgearbeitet. Im vorderen Bereich, die Großraumabteile, gefallen mir sehr gut. Also sie haben wirklich was Gutes auf die Schiene gestellt. Also der lokbespannte Zug mit den alten Fahrzeugen finde ich ganz, ganz reizvoll. Und ich finde auch die Renovierung ist ganz, ganz toll gelungen. Man spürt noch, es ist ein altes Fahrzeug, aber er ist trotzdem auf modernem, neuem Stand und besser kann es eigentlich kaum sein. Fenster aufmachen, es ist doch eine schöne Sache, wenigstens mal am Bahnhof ein Fenster runterzumachen, rauszuschauen, frische Luft reinzulassen. Ja. Das fehlt eigentlich bei den heutigen modernen klimatisierten Wagen. Es ging ja, sage ich mal, etwas zögerlich los. Ja, guten Morgen, hier spricht Derek Ladewitz. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier an Bord von Locomore. Wir hatten eine leichte Verspätung am Anfang von, ich glaube, es waren ungefähr 40 Minuten. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir losgefahren sind. Ich möchte mich hier dafür in aller Form entschuldigen. Da hat man ja erstmal gedacht, oh Gott, wie soll das jetzt groß noch was werden? Aber tatsächlich war es ja dann so, dass die Zeit dann nach, ich weiß nicht, einer knappen Stunde schon wieder eingeholt war und dann lief alles so dermaßen super. Ich meine, wir kamen an jedem Halt immer zu früh an. Das war einfach wirklich toll. Wir hatten die ganze Fahrt über ein super WLAN mit perfekter Verbindung, ein super Catering, sehr bequeme Sitze. Also ich fand es wirklich super und da dabei gewesen zu sein, ist wirklich eine tolle Sache. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, dass wir diesen Zug jetzt wirklich ins Rollen bekommen haben. Das erste Mal mit Fahrgästen, sehr vielen Pressevertretern und Gästen an Bord. Morgen dann beginnt das normale Leben, jeden Tag zwischen Berlin und Stuttgart und zurück. Locomore zeigt, dass man auch ungewöhnliche Ideen starten kann und Experimente ausprobieren kann. Und letztendlich musst du einfach nur anfangen irgendwo und mal die Leute fragen, was sie eigentlich möchten. Jetzt gilt es für uns, den Zug zu füllen. Wir müssen alle Sitze verkaufen. Nicht alle, aber viele Sitze jeden Tag. Und das wird die Aufgabe der nächsten Tage und Wochen sein.